Hi und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf GG Reaction und zu einer neuen K-Pop Reaction. Es geht weiter mit Stray Kids und dem Song Freeze vom Ordinary Album, meine ich, ist das auch gewesen. Ja, ich glaube schon. Von 2022, dann wird es sein. Und ja, Maxident steht ja vor den Türen, ist bald soweit. Und deswegen noch einiges hier von Stray Kids nachholen, bevor ich dann komplett das bevorstehende Comeback mir reinziehen werde. Jetzt schauen wir allerdings bei Freeze rein. Ihr wisst, ihr müsst einmal einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren und dann seid ihr die Coolen. Wir legen los mit Freeze und Stray Kids. Sound ist gut, Kopfhörer-Sound, etwas lauter machen. Okay, und wir machen auf Play. Wir haben hier direkt erstmal eine Zeitung, ne? Und man sieht ja irgendwelche Bilder. Irgendein Labor. Links Knarren. Irgendwelche, keine Ahnung, Mafia oder so. Aber ich wünschte manchmal, ich könnte Koreanisch jetzt verstehen, ne? 130, ich kann 130 lesen hier. Das. Ein Augenblick. Das ist es doch. So, wo haben wir da? Übersetzer. Kameramodus und Koreanisch. Im Koreanischen ins Deutsche. Dann gucken wir doch mal. Ne? Hallo. Was denn da so steht. Eben mal anders halten. Ganz oben die Headline. Hier das Schwarz hier oben in dem schwarzen Balken steht wohl, es gibt keine Möglichkeit, die Verbrechen der Berggruppe zu stoppen. Und hier unten drunter steht 130 Kisten mit Teufelstrank. Okay, ist irgendwo ein Dings. Und da Personen richten sich auf sie, Selbstbewusstsein und die davon Betroffenen einen Rausch einnehmen, verschwinden das, was? Es scheint wohl irgendeine Droge oder so zu sein oder irgendein Mittel auf jeden Fall. Gut, und halt eine Gruppe, die wohl dahinter steckt, die Berggruppe und 130 Tränke, die dort wohl hergestellt wurden. Okay. Stecken unsere Jungen von den Stray Kids dahinter? Ja? Chris sieht schon mal cool aus mit der Narbe. Irgendeine Lagerhalle. Okay, wir haben schon mal zwei Gruppen, wie wir hier sehen. Wir haben einmal Bangchan, dann haben wir IN, Lino und Seungmin, die in dieser Halle die beschatten. In dieser Halle sind übrigens auch noch so ein paar alte Sachen, wie so ein Röhrenfernseher, der auch an ist, warum auch immer. Billardtisch, hier sind die Monitore angebracht, womit sie wohl Sound und so weiter haben. Okay. Und Seungmin hat Kopfhörer auf, notiert sich was, um zuzuhören. Da wurden Ziele markiert. Ich muss gerade mal eben, noch fängt das Lied ja nicht an. Ich versuche nur schon mal ein bisschen eben so zu sehen, was da passiert. Ziele wurden markiert und Lino ist dabei und beschattet die andere Person, die wohl sich da vielleicht mit dieser Berggruppe, ich hoffe mal, gerade trifft. Okay. Aber wird nochmal zurecht gemacht. Freeze. Okay. Ah, da ist wohl dieser Teufelstrank, gehe ich mal von aus. Und da haben wir auch diese Mafia, die ich doch gesehen hatte in dieser Zeitungsausschnitt auf der linken Seite, wo die Knarren gehalten wurden. Okay. Also nach Frühstück, nach Mittagessen, nach Abendessen, egal, nach allen drei Mahlzeiten
fühle ich mich müde. Oh, schön, 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 schön. Die Kamera cool aufgebracht und angebracht wurde auf der Drehscheibe. Jetzt hier sieht man sie noch so und jetzt wird die Kamera vor der Knarre platziert auf dem Tablett und beim Drehen nochmal dieselbe Sicht. Gut, es wird jetzt sozusagen zweimal drehen, wieder zurück, wie man es bei ihm sieht, und es dreht sich halt Richtung Hyunjin. Russisch Roulette. Hat er gerade jetzt dieses Zippo eingesteckt, Hahn? Da liegt ein Feuerzeug, er geht mit der Hand hin und zack, im Ärmel verschwunden. Okay, eine coole Perspektive eigentlich, wie wir es sehen, wie es eingesteckt wird. Oh, auch ein schöner Effekt. Und verdammt, da geht gerade der Beat ganz schön ab. Hier mit dieser Glas, kann man hier wieder, das zerbricht in einzelne Glasteile. Man hört auch den Sound von zerbrochenem Glas und es wird da im Video wieder gespiegelt. Zack, und geht zur nächsten Szene über. Sehr schön. Ich meine, die sind ja schon weiß gekleidet. Sind das Sturmtruppen oder was? Wieso treffen die nichts? Die stehen sich so aneinander. Das ist so Corona-Mindestabstand, den die haben. Und dann treffen die nicht? Hä? Das ist so ein bisschen... Aber der Beat. So Dubstep-like. Jo, klar. Aber der Effekt war geil. Weil, komm ich drauf. Aber gut, die treffen nicht, weil die sowohl unsere Jungs von Stray Kids als auch diese Berggruppe so krasse Schützen sind, dass die ständig immer nur ihre Kugeln treffen. Ja, da ist dann die Frage, wer hat das größere Magazin? Der gewinnt. Nein, wir haben beide gleiche Anzahl an Magazinen. Aber nochmal eben. Und jetzt kommt ein richtig geiler Effekt. Oh, das gefällt mir. Die Musik hört einmal kurz auf. Hier in diesem. Und jetzt hört die Musik auf, wird dumpf. Und erst wenn die Kugeln aufeinander, man hört dieses Dang und dann wird getroffen und dann geht es wieder weiter. Das ist geil. Hören wir jetzt nochmal. Ab hier, glaube ich, hört's auf. Dang. Hä? Wir sehen ihn jetzt alle und auch die beschattet hatten. Wir sehen jetzt auf jeden Fall, es eskaliert ja, es wird geschossen. Nochmal. Dang. Die Jungs greifen jetzt mit ein, die vorher noch beschattet hatten. Rennen mit hin. Aber jetzt sind sie gefangen genommen worden. Auch von den Leuten, weil das ist der am Tisch saß. Wie ist das jetzt passiert? Das hätte ich wohl gern gesehen. Both hands over your head.
Oh, Alter, hat der ein Grinsen. The Joker, ey. Auch eigentlich cool. Transition gemacht. Bin wird jetzt die Maske übergezogen, wird näher rangezoomt, weil er sieht jetzt nichts mehr, es ist alles dunkel und von da, zack, zu so einem Linseneffekt, würde ich mal sagen. Rüber zur nächsten Szene. Ah, da kommt das Feuerzeug wieder im Einsatz. Damit befreien die sich. Da haben sie das Zeug. Die sind da im Labor. Geiles Bild. Oh, das ist wieder dieser Effekt. Wo so das Bild sozusagen kaputt gemacht wird. Hatten sie auch schon in Mirror, hatten sie das auch schon, diesen Effekt. Ah, das sieht gut aus. Wie das so in den Dubstep mitgezogen wird. Und dann wird das richtig hier so. Sieht cool aus. Auch wenn die Leute da hinten in dem Schwarz, das sieht richtig gut aus. Das hat so ein Comic-Panel schon da hinten. Okay, nochmal diesen Part komplett hören. Aber haben die das jetzt mitgenommen oder was ist jetzt mit dem Zeug? Wollen sie das nicht vernichten oder so? Oder wollen sie es selbst benutzen, weil da geht es auch im Song so, dass sie am Anfang ja auch hier, man fühlt sich immer müde, ausgepowert und so weiter und das dann so als Droge, als Aufpushmittel, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, die Droge macht dich doch dazu, dass du so kaputt bist, oder? Ah. Plötzlich brennt das aber. Die tun auch nichts, die Leute, ne? Die gucken die nur an, lassen gewähren und dieser Indianerverschnitt hier, der ist ja völlig unbeeindruckt. Pokerface. Die anderen drehen sich noch um. Oh. Sieht schön aus, das Bild. Wo sind jetzt die Leute alle hin? Wie haben sie die jetzt besiegt? Oh, wieder Zeitung. Das muss ich mal ganz kurz gucken, was da steht. Na, komm denn. Zerstöre die Fraktion, aber wo ist der Aufenthaltsort des Bosses? Den Boss haben sie nicht. Teufelsdrang Verdächtiger gesucht. Ist das mit dem Fragezeichen darunter? Die Headline da oben habe ich ja gerade gesagt. Also der Standort des Chefs. Oh, halt.
der ohne eine solche Umgebung verschwunden ist und die Bewegungen werden identifiziert. Warte mal. Da ist die Szene, okay. Und das ist die Szene, als sie aus dem Labor gegangen sind, ne? Hier haben wir Chris. Und wer war das? Wer war direkt dahinter gelaufen? Mal gucken. Das ist die Szene hier. Lino ist dahinter, okay. Okay, er ist auf jeden Fall sichtlich angefressen, dass es noch nicht geklappt hat. Er wurde noch nicht geschnappt. Aber die haben das Gebäude zerstört. Ist IN der Boss der Gruppe, der Bösen, und ist ein Maulwurf in den Reihen der Stray Kids? So in dieser Storyline jetzt, so verstehe ich das jetzt. So wie er guckt, auch die Musik, die dramatisch wird. Und jetzt das Grinsen. Und dann so nach Motto, Pow, hab euch. So habe ich das jetzt verstanden. Ein interessantes Video war happiger Sound, Dubstep-Richtung und schöne Transitions wieder, schöne Effekte drin. Die Szenen mit den Kugeln wirkte erst am Anfang albern, aber dann wurde es als cool aufgelöst, dass sie wirklich immer die Kugeln miteinander treffen. Die Wahrscheinlichkeit ist minimal gering, dass eine Kugel auf eine Kugel trifft, aber die sind so krass gewesen, die schaffen das ständig. Und halt dann auch solche Effekt, dass dann die Musik aufhört, man sieht dann die Kugeln und die treffen, dang. Und dann geht's weiter. War auch schon, das hatte was. Hat mir gefallen, hat mir wirklich gefallen mal wieder. Ich habe ja bis jetzt noch nichts Schlechtes irgendwie von denen wahrgenommen. Ich bin ja auch da so ein kleiner Fanboy geworden, ne? Ein kleiner Stay. Ein kleiner alter Stay. Hat mir gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat hier, diese Reaction, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen, aktiviert auch die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet. Und ja, nächstes Stray Kids Video, was ich auf einmal reacten werde, ist Domino. Hatten einige schon mal in den Kommentaren geschrieben, dass ich mir das anschauen soll, zusammen mit dem Performance Video. Das wird das nächste Video von Stray Kids sein, was ich reacten werde. Bleibt also am Ball, dann seht ihr auch das. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Patrick. Ciao, ciao.